Yo Leute, was geht? Heute starten wir etwas Neues und zwar mache ich einen Manga. Aber was braucht man jetzt erstmal, um einen Manga zu zeichnen? Natürlich eine funktionierende Story, denn genau das werde ich heute machen. Der Schlüssel dazu ist, eine Logline zu schreiben. Viele denken dann, sie müssen sich etwas komplett Neues ausdenken oder etwas, was es so in der Form noch nicht gibt. Aber das stimmt nicht so ganz und diesen Anspruch hatte ich auch und das ist halt einfach viel zu viel vorgenommen und dieser Anspruch, sich an möglichst nichts zu orientieren, weil man damit es bloß nichts ähnelt. Denn genauso wie wir beim Zeichnen Referenzen benutzen, machen wir das jetzt auch bei Stories. Denn ohne eine gewisse Basis oder einen bestimmten Input wird dein Kopf einfach leer sein oder die Sachen, die du schon kennst, kopieren. Deswegen ist es auch wichtig, besonders viele Einflüsse zu haben. Und deswegen schaue ich mir jetzt auch erstmal ganz viele unterschiedliche Loglines an, von Animes, Serien, unterschiedlichen Filmen, die ich kenne oder aber auch nicht kenne. Weil dann weiß ich nur den Grundgedanken einer Story und mache daraus meinen eigenen Vibe, weil ich diese Story ja gar nicht richtig kenne. Wenn wir zum Beispiel uns die Logline von Naruto anschauen. Stellt euch jetzt mal vor, in Naruto würde es nicht um Ninjas gehen, sondern um Ritter. Schon alleine diese Änderung von diesem Teil des Settings macht einen riesen Unterschied. Oder stellt euch vor, es wäre ein futuristischer Ninja oder so. Heißt, allein das Setting macht schon verdammt viel aus. Und jetzt ändern wir noch das Ziel vom Main Character. Und dann ändern wir noch die Zeit, in der das spielt. Und bis ihr merkt, okay, das hat eigentlich gar nichts mehr mit dem zu tun, was es eigentlich war. Und das macht ihr jetzt mit mehreren unterschiedlichen Loglines und die kombiniert ihr dann zu einer Logline mit den Aspekten, die euch gefallen. Und so entsteht dann aus vielen unterschiedlichen Sachen etwas komplett Neues. Auch für mich persönlich ist es irgendwie so eine Hilfe, in den Storyflow zu kommen, weil dadurch kommen immer direkt viele Ideen auf einmal. Das ist halt sehr hilfreich, einfach um die Gedanken anzuregen. Also ich habe jetzt 3 Loglines aufgeschrieben. An der Idee, die euch am besten gefällt, werde ich in den nächsten Parts weiterarbeiten und euch Step by Step mitnehmen, wie ich einen Manga mache. Komplett, von vorne bis hinten. Deswegen schreibt gerne in die Kommentare, welche von den folgenden Ideen euch am besten gefällt, weil je nachdem wie das hier ankommt, werde ich dann in den kommenden Parts daraus einen kompletten Manga machen. Also, Idee Nummer 1. Ein obdachloser Junge mit Schlafstörungen muss in einer Welt überleben, in der Schlaf Stärke bedeutet und Obdachlossein illegal ist. Hier müssen also Menschen in Schlafzustand geraten, um zu kämpfen, und die Stärke der Fähigkeiten oder Intensität der Fähigkeiten hängen von der Tiefe oder von der Schlafphase ab, in der sich jemand befindet. Heißt, je tiefer jemand schläft, desto realer kann er diese Traumfähigkeiten auf seinen Gegner wirken lassen. Es gibt unterschiedliche Bereiche in der Stadt, in der der Main Character lebt oder halt auch nicht lebt. Und zwar gibt es zum Beispiel die Privilegierteren, der privilegiertere Teil der Bevölkerung, der den ärmeren Leuten den Schlaf raubt. Und Obdachlossein ist deshalb illegal, weil in diesen Häusern den armeren oder den ärmeren Leuten die im Schlaf entstandene Energie geraubt wird und auf die privilegierteren Reicheren übertragen wird. Und deswegen ist Obdachlossein auch illegal, weil die Reichen davon nicht profitieren können. Dann Idee Nummer 2. Zwischen 2 Häftlingen, die hingerichtet werden sollten, beginnt ein Wettstreit, bei dem sie als Agenten für das Gesetz handeln sollen, durch den sich entscheidet, wem von ihnen eine zweite Chance aufs Leben gewährt wird. Heißt, die Challenge daran ist für beide, sie haben ein Jahr lang Zeit, um sich zu beweisen, müssen als eigentliche Psychos sich in die Köpfe und Moralvorstellungen, Werte der Menschen hineinversetzen. Und derjenige von beiden, der das besser kann, überlebt. Dann Idee Nummer 3. Ein eigentlich respektierter Doktor hat eine tödliche Krankheit erschaffen, die sich durch Augenkontakt verbreitet, und jetzt liegt es an einem blinden Jungen, diese Krankheit aufzuhalten. Ja, der Witz an der Story ist halt im Prinzip einfach, dass Blinde in dem Fall immun gegen diese Krankheit sind und der Main Character einer dieser wenigen Personen ist in dieser Welt und durch diese Umstände die Menschheit vom Aussterben retten kann. Und wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, welche Idee davon euch am besten gefällt, weil die werde ich dann in den nächsten Parts fortsetzen und von vorne bis hinten einen kompletten Manga daraus machen. Also lasst es mich wissen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.